Stell dir einen Wombat in der Größe eines Nashorns vor. Fast 3 Tonnen Lebendgewicht, säulenartige Beine wie die eines Elefanten und Herden, die jedes Jahr denselben Weg über einen ganzen Kontinent nehmen, und das mit einer Präzision, die man eher von bekannteren wandernden Tieren wie afrikanischen Elefanten erwarten würde. Unter den mehr als 330 jemals von der Wissenschaft beschriebenen Beuteltierarten, sowohl lebenden als auch ausgestorbenen, hat sich nur eine einzige Art als echte saisonale Migrantin erwiesen. Und das sind weder Kängurus noch Koalas, es ist der riesige Wombat der Eiszeit. Er hieß Diprotodon. Und dass er unter allen Beuteltieren in der Millionen Jahre währenden Geschichte unseres Planeten einzigartig ist, ist bei weitem nicht der einzige Grund, warum diese Geschichte es wert ist, erzählt zu werden, sondern nur der Ausgangspunkt für ein viel interessanteres Gespräch über Überleben und Aussterben. Im Jahr 1838 erhielt der englische Anatom Richard Owen, derselbe Wissenschaftler, der einige Jahre später den Begriff Dinosaurier für eine ganze Gruppe ausgestorbener Reptilien prägen sollte, zur Untersuchung ein Kieferfragment, das von kolonialen Naturforschern aus Australien geschickt wurde, die Proben für britische wissenschaftliche Einrichtungen sammelten. Owen hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits den Ruf eines der führenden Spezialisten für vergleichende Anatomie seiner Zeit erworben, der in der Lage war, aus fragmentarischen Überresten das Aussehen und die Lebensweise ganzer, der Wissenschaft unbekannter Tiergruppen zu rekonstruieren. Eine Fähigkeit, die sich in diesem Fall als besonders nützlich erwies, angesichts der spärlichen übermittelten Materialien. Genau diese Methode, die Rekonstruktion eines ganzen Organismus aus einzelnen, oft verstreuten Skelettfragmenten, brachte Owen internationale Bekanntheit und machte ihn zu einer zentralen Figur der britischen Paläontologie des 19. Jahrhunderts, die an der Schnittstelle mehrerer damals schnell entwickelter wissenschaftlicher Bereiche arbeitete: vergleichende Anatomie, Geologie und die gerade erst entstehende Evolutionsbiologie. Dem Aussehen und der charakteristischen Zahnstruktur nach war schon in dieser frühen Phase klar: Es handelte sich um die Überreste eines großen, pflanzenfressenden Säugetiers. Aber das Tier selbst blieb zu diesem Zeitpunkt ein praktisch vollständiges, ungelöstes Rätsel. Das einzelne Kieferfragment erlaubte keine auch nur annähernd vollständige Vorstellung davon, wie dieses Wesen zu Lebzeiten aussah. Owen wagte es jedoch, dem Fund einen vorläufigen wissenschaftlichen Namen und eine kurze Beschreibung zu geben und bemerkte in seinem Text die ungewöhnliche Struktur des Gebisses, die keine direkten Entsprechungen unter den damals bereits bekannten fossilen Säugetieren Australiens hatte. Wenn es Ihnen schon jetzt schwerfällt, sich einen Wombat in Nashorngröße vorzustellen, der über die Ebene stapft, dann geben Sie diesem Video einen Daumen hoch. Denn es wird noch erstaunlicher. Ein vollständiges Bild des Tieres ergab sich erst Jahrzehnte später, als in verschiedenen Teilen Australiens immer vollständigere Skelette gefunden wurden, unter anderem am Ufer des ausgetrockneten Sees Callabonna, der später eine Schlüsselrolle bei der Entschlüsselung einer weiteren, weitaus unerwarteteren Besonderheit dieser Art spielen sollte. Es stellte sich heraus, dass die Wissenschaft vor dem größten Beuteltier stand, das jemals die Erde durchstreift hatte. Die Schulterhöhe erreichte fast 2 Meter, die Körperlänge vom Kopf bis zum Schwanz über 4 Meter und die Masse konnte nach heutigen Schätzungen über 3,5 Tonnen liegen. Zum Vergleich: Die nächsten lebenden Verwandten des Diprotodon, der gewöhnliche Wombat und der Koala, wiegen von wenigen bis zu mehreren Dutzend Kilogramm. Das heißt, der Massenunterschied zwischen diesem fossilen Riesen und seinen modernen, deutlich bescheideneren Verwandten beläuft sich buchstäblich auf Hunderte von Malen. Ein derartiger Größenunterschied zwischen einem fossilen Vertreter einer Gruppe und seinen nächsten lebenden Verwandten ist selbst für paläontologische Verhältnisse, wo Gigantismus ausgestorbener Formen im Allgemeinen nicht selten ist, eine Seltenheit. Die meisten Linien, die zu modernen kleinen und mittelgroßen Arten führten, zeigen selten einen derart dramatischen Kontrast zwischen dem urzeitlichen und dem modernen Zustand. Übrigens,
Wenn Sie sich fragen, wie Wissenschaftler überhaupt das genaue Gewicht eines ausgestorbenen Tieres anhand eines einzigen erhaltenen Skeletts ohne ein einziges Gramm Weichteilgewebe rekonstruieren, schreiben Sie uns das in die Kommentare. Die Methodik solcher Berechnungen verdient eine eigene ausführliche Darstellung. Äußerlich war der Diprotodon eine erstaunliche Mischung aus Merkmalen. Ein massiver, tonnenförmiger Körper, ein kurzer, kräftiger Hals und ein Kopf, der in seinen Proportionen entfernt an einen riesigen Wombat erinnert. Aber er bewegte sich auf geraden, säulenartigen Beinen, die in ihrer tragenden Struktur verblüffend den Beinen eines modernen Elefanten ähnelten, obwohl diese beiden Tiergruppen evolutionär praktisch nichts miteinander zu tun haben. Beuteltiere und Rüsseltiere trennten sich vor Dutzenden von Millionen Jahren auf dem evolutionären Stammbaum der Säugetiere, lange bevor eine dieser Linien auch nur annähernd die Größe erreichte, die eine solche Stützstruktur der Gliedmaßen erforderte. Das unabhängige Auftreten einer ähnlichen anatomischen Lösung bei völlig nicht verwandten Arten ist ein klassisches Beispiel für konvergente Evolution. Wenn dieselbe mechanische Aufgabe, nämlich das Tragen einer kolossalen Körpermasse bei der Fortbewegung an Land, die Evolution dazu zwingt, ähnliche technische Lösungen völlig unabhängig voneinander auf verschiedenen Kontinenten und in verschiedenen Epochen zu finden. Die Physik lässt schlichtweg wenig Spielraum für Alternativen. Bei einer Körpermasse, die in Tonnen gemessen wird, würden die gelenkigen, gebogenen Gliedmaßen, die für die meisten kleineren Säugetiere charakteristisch sind, bei längerer Fortbewegung eine übermäßige Belastung der Gelenke erfahren, während die gerade, säulenartige Konstruktion des Beins das Gewicht wesentlich effektiver verteilt und eher als starre Stütze, denn als stoßdämpfender Hebel wirkt. Deshalb haben praktisch alle wirklich großen Landsäugetiere in der Geschichte des Planeten, unabhängig von ihrer evolutionären Verwandtschaft, eine solche Konstruktion unabhängig voneinander entwickelt. Von den Rüsseltieren bis zu einigen Indrikoterien, den größten Landsäugetieren, die je existiert haben. Ein weiteres anatomisches Detail des Diprotodon gibt den Forschern bis heute Rätsel auf. Wie die meisten Beuteltiere hatten die Weibchen dieser Art offenbar einen Beutel zum Tragen ihrer Jungen und, was besonders interessant ist, dieser Beutel war, dem Bau des Beckens und der Analogie zu den nächsten lebenden Verwandten nach zu urteilen, höchstwahrscheinlich nach hinten geöffnet, genau wie bei modernen Wombats. Bei Wombats ist eine solche Beutelkonstruktion eine direkte evolutionäre Anpassung an das aktive Graben von Höhlen. Würde sich der Beutel nach vorne öffnen, würde der grabende Wombat bei jedem Schlag seiner Vorderpfoten beim Graben eines unterirdischen Ganges buchstäblich seinen eigenen Nachwuchs mit Erde bedecken. Die Rekonstruktion der Beutelrichtung bei ausgestorbenen Beuteltieren ist keine so triviale Aufgabe, wie sie scheinen mag, da der Beutel selbst ein Weichgewebe ist, das niemals in fossiler Form erhalten bleibt. Die Forscher müssen sich auf indirekte anatomische Merkmale stützen. Die Lage und Ausrichtung der Beckenknochen, an denen die Beutelmuskulatur zu Lebzeiten des Tieres befestigt war, sowie auf spezifische Knochen, die als epipubische Knochen bekannt sind und für Beuteltiere und einige andere Säugetiergruppen charakteristisch sind und eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Bauchwand und des Beutels spielen. Und diese mit demselben anatomischen Bereich bei den nächsten lebenden Verwandten vergleichen, deren Beutelkonstruktion direkt beobachtet werden kann. Eine solche Methode der Rekonstruktion durch Analogie ist ein Standardwerkzeug der Paläontologie im Allgemeinen, das immer dann angewendet wird, wenn die direkte Beobachtung von Weichgeweben nicht möglich ist. Und die Genauigkeit solcher Rekonstruktionen hängt direkt davon ab, wie eng die evolutionäre Verwandtschaft zwischen der ausgestorbenen Art und ihren heute lebenden Analoga ist, die zum Vergleich herangezogen werden. Im Fall des Diprotodon und der modernen Wombats ist diese Verwandtschaft eng genug, dass eine solche Analogie unter den Fachleuten auf diesem Gebiet als recht zuverlässig gilt. Aber der Diprotodon war nach allen verfügbaren Daten keineswegs ein aktiver Gräber. Ein Tier dieses Gewichts konnte eine solche Lebensweise einfach nicht führen, und die Konstruktion seiner Gliedmaßen ist überhaupt nicht für intensives Graben geeignet.
Säulenartige, wenig biegsame Beine, ideal zum Tragen des massiven Körpers über große Entfernungen, sind für energische Grabungsbewegungen, die eine ganz andere, viel flexiblere Biomechanik der Vordergliedmaßen erfordern, absolut ungeeignet. Es stellt sich die berechtigte Frage: Warum sollte eine Art, die keine Höhen gräbt, einen Beutel beibehalten, der evolutionär speziell zum Schutz vor der eigenen Grabtätigkeit optimiert ist? Und was denkt ihr? Warum behält die Evolution manchmal Merkmale bei, die ursprünglich für eine Aufgabe geschaffen wurden, selbst wenn die Art längst zu einer völlig anderen Lebensweise übergegangen ist? Schreibt eure Vermutungen in die Kommentare. Solche evolutionären Überbleibsel kommen in der Natur wesentlich häufiger vor, als man denkt, und ihre Erklärung ist nicht immer einfach. Abonniert den Kanal, wenn euch solche Details gefallen, die auf den ersten Blick wie Kleinigkeiten erscheinen, aber tatsächlich eine viel tiefere Frage nach dem Aufbau der Evolution aufwerfen. Es wird noch viele ähnliche Entdeckungen geben. Die überraschendste Entdeckung bezüglich der Lebensweise des Diprotodon war der Beweis seines Wanderverhaltens. Also genau das, was diese Art unter allen Beuteltieren der Erdgeschichte einzigartig macht. Der entscheidende Beweis waren versteinerte Fußspuren, die an der Stelle des ausgetrockneten prähistorischen Sees Callabonna im Süden Australiens gefunden wurden. Dutzende parallele Spuren, die eindeutig von einer einzigen, synchron wandernden Herde von Tieren hinterlassen wurden und nicht von einzelnen Individuen, die zufällig zu unterschiedlichen Zeiten an diesem Ort vorbeigekommen waren. Der See Callabonna selbst ist Paläontologen seit langem als Ort des Massensterbens von Diprotodons bekannt. Gemessen an der Konzentration von Skeletten in den Ablagerungen starben hier wahrscheinlich eine beträchtliche Anzahl von Individuen, als sie während einer besonders trockenen Periode im schlammigen Boden des austrocknenden Gewässers stecken blieben. Dies ermöglichte die Erhaltung vieler Skelette auf relativ kleiner Fläche, einschließlich, was für Paläontologen besonders wertvoll ist, von Pfotenabdrücken, die kurz vor dem Tod der Tiere hinterlassen wurden. Ein solcher Mechanismus des Massensterbens an austrocknenden Gewässern ist für große Tiere, die in der sengenden Hitze der Dürre dringend Wasser benötigen, keine Seltenheit. Von Durst geschwächte Tiere betreten eine Oberfläche, die fest aussieht, aber tatsächlich eine tödliche Falle darstellt, da sich darunter eine Schicht flüssigen Schlamms verbirgt, aus der ein großes, schweres Tier einfach nicht mehr herauskommt. Gerade diese für die Tiere tragische Eigenschaft des Sterbeortes erwies sich als Glücksfall für die Paläontologen. Der gleichzeitige Tod einer ganzen Herde an einem Ort schuf eine seltene Gelegenheit, viele Individuen unterschiedlichen Alters und Geschlechts zu untersuchen, die etwa zur gleichen Zeit starben. Eine weitaus informativere Stichprobe als vereinzelte Funde, die sich über Tausende von Jahren und Kilometer erstrecken, wo es schwierig ist, mit Sicherheit zu sagen, ob verschiedene Exemplare überhaupt zur selben sozialen Gruppe oder Population gehörten. Die Analyse solcher Spuren in Kombination mit der Isotopenanalyse des Zahnschmelzes einzelner Individuen, eine Methode, die es ermöglicht, anhand der chemischen Zusammensetzung von Wasser und Vegetation, die vom Organismus aufgenommen wurden, zu rekonstruieren, in welchen geografischen Gebieten das Tier in verschiedenen Lebensphasen fraß, zeigte: Die Herden der Diprotodons unternahmen offenbar regelmäßig weite Wanderungen auf der Suche nach saisonal verfügbarer Nahrung und Wasser und wiederholten dabei jedes Jahr denselben Weg. Ähnlich wie es die heutigen afrikanischen Elefanten oder Gnus in den Ebenen der Serengeti tun. Die Isotopenanalyse selbst basiert auf einem einfachen physikalischen Prinzip. Verschiedene geografische Regionen haben eine charakteristische, erkennbare Isotopenzusammensetzung des Grundwassers und damit der dort wachsenden Vegetation. Und der Zahnschmelz eines Tieres, der sich im Laufe des Lebens schichtweise bildet, speichert die Isotopenzusammensetzung der Nahrung und des Wassers, die zum Zeitpunkt der Bildung jeder einzelnen Schicht konsumiert wurden.
ähnlich wie Jahresringe auf einem Baumstamm, nur dass eine solche Analyse anstelle des Alters die geografischen Wanderungen eines Tieres im Laufe seines Lebens abliest. Dieselbe Methode wird heute von Paläontologen und Archäologen weltweit zur Rekonstruktion von Wanderrouten verschiedenster Arten, von frühen Menschen bis zu ausgestorbenen Großsäugern angewendet. Und im Fall des Diprotodon erwies sie sich gerade deshalb als besonders wertvoll, weil sie die Regelmäßigkeit und Wiederholbarkeit der Route bestätigte und nicht einen einzelnen Fall einer Fernwanderung eines einzelnen Individuums. Es stellt sich heraus, dass das Diprotodon die einzige von über 330 jemals wissenschaftlich beschriebenen Beuteltierarten ist, für die ein solches Wanderverhalten zuverlässig bestätigt wurde. Die überwiegende Mehrheit der Beutetiere, sowohl moderne als auch ausgestorbene, führt eine weitaus sesshaftere Lebensweise, die an ein begrenztes Territorium gebunden ist. Wanderungen dieses Ausmaßes sind für diese Säugetiergruppe im Allgemeinen einfach uncharakteristisch, was den Fall des Diprotodon zu einer echten evolutionären Ausnahme macht und nicht nur zu einem von vielen Merkmalen der Art. Eine der Hypothesen, die eine solche Seltenheit des Wanderverhaltens gerade bei Beuteltieren erklärt, hängt mit der Fortpflanzungsstrategie der Gruppe selbst zusammen. Der Nachwuchs eines Beuteltiers wird extrem unterentwickelt geboren und muss einen erheblichen Teil seiner frühen Entwicklung in der Beutel der Mutter verbringen, physisch am Nippel befestigt. Eine Strategie, die theoretisch die Reichweite und Geschwindigkeit der Bewegung der Mutter im Vergleich zu Plazentatieren einschränken kann, deren Nachwuchs in einem wesentlich späteren Entwicklungsstadium geboren wird und relativ schnell dem Rudel folgen kann, anstatt so lange physisch von einem bestimmten Elterntier abhängig zu sein. Dass das Diprotodon trotz dieser für die gesamte Beuteltiergruppe gemeinsamen Fortpflanzungsbeschränkung dennoch ein vollwertiges Wanderverhalten entwickelt hat, macht diesen Fall für Evolutionsbiologen, die die Grenzen der Anpassungsfähigkeit der Gruppe untersuchen, noch bemerkenswerter. Vielleicht hat die große Körpergröße und die damit verbundene allgemeine körperliche Ausdauer des erwachsenen Weibchens die Mobilitätseinschränkung kompensiert, die die Art der Jungenaufzucht bei kleineren Arten derselben Säugetiergruppe mit sich bringt. Denn der Nachwuchs würde selbst im Beutel bei diesen Körpermaßen der Mutter keine vergleichbare relative Belastung für ihre allgemeine Mobilität darstellen, wie es bei einer deutlich kleineren Beuteltierart der Fall wäre. Wenn es für Sie eine Überraschung war, dass unter Hunderten von Beuteltierarten nur ein einziger echter Wanderer gefunden wurde und das auch noch von der Größe eines Nashorns, dann geben Sie diesem Video einen Daumen hoch. Denn dies ist ein wirklich seltenes Beispiel in der Evolutionsgeschichte der Säugetiere. Um die Welt zu verstehen, in der das Diprotodon lebte, lohnt es sich, einen Blick auf die übrige Fauna des eiszeitlichen Australiens dieser Zeit zu werfen. Zu den Nachbarn des gigantischen Wombats auf dem Kontinent gehörten kurzschnäuzige Kängurus der Gattung Protemnodon, die Größe eines erwachsenen Menschen erreichten und sich nach heutigen Rekonstruktionen eher hüpfend wie heutige Kängurus als gehend fortbewegten, wobei sie eine Fußstruktur besaßen, die sich erheblich von der heutiger Känguruarten unterschied, was Paläontologen dazu veranlasste, selbst grundlegende Vorstellungen über die Mechanik ihrer Fortbewegung zu überdenken. Der riesige, flugunfähige Vogel Genyornis, der bis zu 200 Kilogramm wog. Riesige Warane, die mehrere Meter lang wurden. Und, was für das Diprotodon selbst am wichtigsten ist, der Beutellöwe Thylacoleo, der größte bekannte Raubtier unter den Beuteltieren, dessen spezialisierte Schneidezähne und kräftigen Klauenpfoten ihn selbst wie erwachsene Diprotodons, ganz zu schweigen von den Jungtieren, zu einer ernsthaften Bedrohung machten. Australien dieser Zeit stellte insgesamt ein eigenes, weitgehend isoliertes, evolutionäres Experiment dar, das in seiner Logik der Isolation Südamerikas ähnelte.
Die lange geografische Trennung des Kontinents ermöglichte es den Beuteltieren, praktisch alle ökologischen Nischen zu besetzen, die auf anderen Kontinenten zur gleichen Zeit hauptsächlich von Plazentatieren besetzt wurden. Von großen Pflanzenfressern bis hin zu spezialisierten Raubtieren, einschließlich echter Spitzenprädatoren wie Thylacoleo, die mit Plazentatieren vergleichbarer Größe in anderen Teilen der Welt auf Augenhöhe konkurrieren konnten. Im Gegensatz zu Südamerika war die Isolation Australiens jedoch weitaus länger und vollständiger. Der Kontinent erhielt bis zum jüngsten Auftauchen von Menschen, die ihn auf dem Seeweg erreichten, keinen eigenen Landbrücken, vergleichbar mit der Landbrücke von Panama. Das bedeutet, dass die lokale Fauna einfach nicht mit der scharfen, zerstörerischen Konfrontation mit fremden, plazentaren Konkurrenten konfrontiert wurde, die das Zeitalter der südamerikanischen Giganten beendete. Die Vorstellung, dass ein Beuteltier sich zu einem spezialisierten, großen Raubtier entwickeln konnte, das den plazentaren Raubtieren wie Löwen oder Tigern in nichts nachsteht, überrascht Menschen, die zum ersten Mal vom Thylacoleo erfahren, regelmäßig. So fest hat sich in kollektivem Bewusstsein das Bild von Beuteltieren als ausschließlich friedliche, pflanzenfressende oder kleine insektenfressende Wesen verankert. Der Thylacoleo, entgegen seines Spitznamens Beutellöwe, war tatsächlich nicht mit echten Löwen oder überhaupt Katzen verwandt. Dieses Tier gehörte zu einem völlig anderen Zweig der Beuteltiere, evolutionär viel enger mit den heutigen Koalas und Wombats verwandt als mit jedem plazentaren Raubtier. Das macht die konvergente Ähnlichkeit seines spezialisierten Raubtieraussehens mit dem großer Katzen zu einem weiteren eindrucksvollen Beispiel dafür, wie ähnliche ökologische Rollen zu ähnlichen anatomischen Lösungen bei völlig nicht verwandten Tierlinien führen können. Abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie daran interessiert sind, mehr über solche Ökosysteme der Eiszeit zu erfahren, in denen die uns heute vertrauten ökologischen Rollen zwischen völlig anderen Tiergruppen verteilt waren, als wir es in der modernen Welt gewohnt sind. Das Schicksal des Diprotodon und der gesamten eiszeitlichen Megafauna Australiens insgesamt ist Gegenstand einer der längsten und angespanntesten wissenschaftlichen Debatten in der Paläontologie des Kontinents. Jahrzehntelang konnten sich die Forscher nicht auf den genauen Zeitpunkt des Aussterbens der Art und folglich auf ihre wahrscheinliche Ursache einigen: Klimaveränderungen oder Jagddruck durch die ersten Menschen, die Australien besiedelten. Die Schwierigkeit lag darin, dass die australische paläontologische Überlieferung insgesamt schlechter erhalten ist als auf vielen anderen Kontinenten und die über weite Teile des 20. Jahrhunderts verfügbaren Datierungsmethoden lieferten Ergebnisse mit erheblichen Fehlern, die nicht ausreichten, um das Verschwinden der Megafauna sicher mit der Ankunft der ersten Menschen zu korrelieren. Ein Wendepunkt war eine Studie aus dem Jahr 2001 unter der Leitung des australischen Paläontologen Richard Roberts, der 28 der größten paläontologischen Fundstätten auf dem gesamten Kontinent mit verbesserten Datierungsmethoden datierte. Insbesondere der optisch stimulierten Lumineszenz, die es ermöglicht festzustellen, wie viel Zeit seit dem letzten Kontakt von Sedimentpartikeln mit Sonnenlicht vor der Vergrabung vergangen ist. Dies liefert eine deutlich zuverlässigere Datierung des Alters der Ablagerungen selbst, nicht nur der organischen Überreste darin. Die Methode basiert darauf, dass Mineralkörner aus Quarz und Feldspat mit der Zeit eine winzige elektrische Ladung unter dem Einfluss natürlicher Strahlung im Boden ansammeln. Und diese Ladung wird nur bei direktem Kontakt mit Sonnenlicht vollständig auf Null zurückgesetzt. Das heißt, die Messung der angesammelten Ladung ermöglicht es, genau zu bestimmen, wie viel Zeit seit der letzten Vergrabung eines Partikels unter der Erde vergangen ist. Die Ergebnisse zeigten, ein Großteil der australischen Megafauna verschwand vor etwa 80.000 Jahren aus der paläontologischen Überlieferung. Jedoch hielten sich der Diprotodon selbst und eine Reihe anderer großer Arten, der riesige Wombat Phascolonus, der bereits erwähnte Beutellöwe Thylacoleo
und mehrere Arten von Kurzgesichtskängurus deutlich länger, bis etwa vor 46.000 bis 47.000 Jahren. Diese Datierung erwies sich als prinzipiell wichtig, da sie zeitlich praktisch mit der Ankunft der ersten anatomisch modernen Menschen auf dem Kontinent zusammenfällt, deren Erscheinen in Australien nach heutigen archäologischen Daten auf etwa denselben Zeitraum datiert wird. Plus oder minus einige tausend Jahre, was nach geologischen Maßstäben ein praktisch synchrones Ereignis ist. Eine solche zeitliche Übereinstimmung wurde zu einem gewichtigen, wenn auch nicht endgültigen Argument für die Hypothese der Rolle der menschlichen Jagd beim Aussterben der Megafauna, eine Version, die mit der alternativen Erklärung durch eine starke Zunahme der Trockenheit des Klimas im selben historischen Zeitraum konkurriert, die durch unabhängige paläoklimatische Daten aus der gesamten Region belegt ist. Befürworter der Klimahypothese weisen darauf hin, dass ähnliche Perioden extremer Dürre in der Geschichte Australiens auch schon früher aufgetreten sind, ohne zu einem so massiven Aussterben großer Säugetiere zu führen, was ihrer Meinung nach den Klimawandel als alleinige und ausreichende Ursache in Frage stellt. Befürworter der Jagdversion wiederum bemerken, dass große, sich langsam vermehrende Arten wie das Diprotodon besonders anfällig für selbst relativ geringen zusätzlichen Sterbedruck durch einen neuen Raubfeind sind, da sich ihre Populationen physisch nicht schnell genug erholen können, wie es kleinere, sich schnell vermehrende Arten tun. Ein Muster, das auch bei weitaus moderneren Beispielen für das Aussterben großer Säugetiere durch menschliche Jagd weltweit gut dokumentiert ist. Von den Mammuts der Nordhalbkugel bis zu den riesigen, flugunfähigen Vögeln entlegener Inseln. Wenn sie die Idee anspricht, dass die genaue Datierung des Aussterbens die Vorstellung von seiner wahrscheinlichen Ursache grundlegend verändern kann, dann geben sie uns einen Daumen hoch. Die Arbeit mit solchen Datierungsmethoden ist eines der am meisten unterschätzten, aber gleichzeitig entscheidenden Werkzeuge der modernen Paläontologie. Experten neigen heute dazu, dass keine der beiden Versionen das Verschwinden der Megafauna allein erklärt. Viel wahrscheinlicher ist, dass eine Kombination aus beiden Faktoren eine entscheidende Rolle spielte. Eine anhaltende Dürre, die die verfügbaren Süßwasser- und Weidequellen drastisch reduzierte, traf auf den Druck der Menschen, für die die großen, trägen Beutetiere eine wertvolle, leicht zu erbeutende Nahrungsquelle darstellten, gerade in einer Zeit, in der die Tiere ohnehin durch die sich verschlechternden Lebensbedingungen geschwächt waren. Ein solches Doppelschlagmodell, die Kombination aus Klimastress und neuem Raubdruck gleichzeitig, wird heute als das wahrscheinlichste Szenario für viele andere Fälle des Aussterbens von Megafauna weltweit angesehen, die etwa zur gleichen historischen Zeit auf verschiedenen Kontinenten stattfanden, wo sich die sich ausbreitenden Populationen von Menschen des modernen anatomischen Typs niederließen, einschließlich des Verschwindens der Mammutfauna auf der Nordhalbkugel und des Aussterbens großer Bodenfaultiere in beiden Amerikas, obwohl in jedem Einzelfall das genaue Verhältnis von Klima und Jagd weiterhin Gegenstand separater, detaillierter Untersuchungen bleibt. Hier lohnt es sich, auf das zurückzukommen, was das Diprotodon zu einer so ungewöhnlichen Art macht, sein Wanderverhalten, und es im Kontext des Aussterbens zu betrachten. Große Herden, die gezwungen sind, sich regelmäßig auf streng definierten, vorhersehbaren Routen auf der Suche nach Wasser und Nahrung zu bewegen, sind für gezielte Jagd wesentlich anfälliger als vereinzelte, unvorhersehbar umherziehende Tiere. Für Menschen, die einen unbekannten Kontinent gerade erst besiedelten, wäre es wesentlich einfacher gewesen, eine Herde auf einer bekannten saisonalen Route zu entdecken und aufzulauern, als einzelne, weit verstreute Individuen zu verfolgen. Eine ähnliche Logik der Anfälligkeit wandernder Arten für die gezielte Jagd durch den Menschen zeigt sich auch in der weitaus späteren, wesentlich besser dokumentierten Geschichte wie der Massenvernichtung wandernder Bisonherden in Nordamerika im 19. Jahrhundert, wo gerade die Vorhersehbarkeit der saisonalen Routen der Tiere zusammen mit dem Aufkommen neuer, weitaus effektiverer Jagdwaffen eine so schnelle Reduzierung einer einst riesigen Population ermöglichte, die
nach Schätzungen von Historikern Zehntausende von Millionen von Individuen umfasste, und das nur innerhalb weniger Jahrzehnte intensiver Jagd. Obwohl Paläontologen keine direkten Beweise für eine solche gezielte Jagd auf wandernde Diprotodon-Herden haben, es ist zu lange her, um eine solche Detailtiefe der Daten zu erwarten, bleibt das Prinzip der Anfälligkeit vorhersehbar wandernder Arten eine gut dokumentierte Gesetzmäßigkeit in weitaus späteren, besser untersuchten historischen Fällen. Es stellt sich also heraus, dass gerade die Eigenschaft, die das Diprotodon unter den Beuteltieren einzigartig und erstaunlich macht, seine vorhersehbare, wiederkehrende Wanderung, durchaus einer der Faktoren gewesen sein könnte, die sein Verschwinden beschleunigten, als ein neuer, zielgerichteter Raubfeind auf dem Kontinent erschien, der diese Vorhersehbarkeit ausnutzen konnte. Eine Frage aus der Community zum Abschluss. Glaubt ihr, wenn Diprotodon eine heimlichere, verteilters Lebensweise geführt hätte, ähnlich wie die meisten anderen Beuteltiere, hätte er dann länger überlebt als die übrige eiszeitliche Megafauna des Kontinents? Schreibt eure Theorien in die Kommentare. Die Frage, welche Verhaltensmerkmale die Überlebenschancen einer Art im Angesicht neuer Raubtiere erhöhen oder verringern, bleibt eine der Schlüsselthemen in der modernen Paläoökologie des Aussterbens. Die Erforschung von Diprotodon geht auch heute noch weiter. Erst in den letzten Jahren haben Paläontologen neue Skelette in verschiedenen Teilen Australiens gefunden und datiert. Darunter auch jüngste Funde in abgelegenen Regionen des Landes, die bisher paläontologisch wenig erforscht waren. Jeder dieser Funde kann potenziell die geografischen Grenzen der Migrationsrouten der Art präzisieren oder die Datierung seines endgültigen Verschwindens vom Kontinent korrigieren. Eines der kürzlich untersuchten Skelette, das von einem Forschungsteam inoffiziell benannt wurde, ist Gegenstand eines separaten Projekts zur genauen Altersbestimmung des Fundes unter Verwendung aktueller Methoden. Eine Arbeit, die die gleiche Tradition der punktuellen Chronologiepräzisierung des Aussterbens fortsetzt, die bereits mit der Untersuchung von Roberts im Jahr 2001 begann. Solche Funde erregen regelmäßig nicht nur die Aufmerksamkeit von Spezialisten, sondern auch der breiten Öffentlichkeit. Riesige Knochen, die aus abgelegenen Winkeln des australischen Hinterlandes geborgen werden, sind stets Anlass für lokale Nachrichten, was wiederum dazu beiträgt, das öffentliche Interesse und damit die Finanzierung weiterer paläontologischer Forschungen in der Region aufrechtzuerhalten. Solche aktuellen Forschungen sind nicht nur an sich wichtig, sondern auch, weil sie schrittweise die methodischen Lücken der vergangenen Jahrzehnte schließen. Jede neue, genau datierte Probe verringert den Unsicherheitsbereich um den genauen Zeitpunkt und die Geschwindigkeit des Aussterbens der Art vom Kontinent und bringt die Wissenschaft einer sichereren Antwort auf die Frage nach dem relativen Beitrag von Klima und menschlicher Jagd zu ihrem Aussterben näher. Eine Frage, die trotz jahrzehntelanger Forschung und einer riesigen Menge gesammelter Daten noch nicht endgültig geklärt ist und es in den kommenden Jahren ohne grundlegend neue Analysemethoden wahrscheinlich auch nicht sein wird. Wenn Sie bis hierher durchgehalten haben, wissen Sie jetzt mehr über Diprotodon und darüber, was ihn zum ungewöhnlichsten Beuteltier der Erdgeschichte macht, als die überwiegende Mehrheit der Menschen, die jemals die Formulierung riesiger Wombat gehört haben. In dieser Geschichte steckt etwas besonders Bezeichnendes für das Verständnis der Evolution im Allgemeinen und im Besonderen. Die einzige Eigenschaft, die die Art von all ihren Hunderten von Verwandten unterscheidet, die Fähigkeit zu weiten, koordinierten Herdenwanderungen, erwies sich gleichzeitig als Quelle ihres biologischen Erfolgs über Zehntausende von Jahren und möglicherweise als einer der Gründe für ihr endgültiges Verschwinden, als sich die Umweltbedingungen schneller änderten, als die Evolution darauf reagieren konnte. Abonnieren Sie den Kanal und geben Sie ein Like, wenn Sie mehr Geschichten über Kreaturen sehen möchten, deren scheinbar einfache Merkmale bei näherer Betrachtung der Schlüssel zum Verständnis weitaus größerer Fragen der Evolution und des Aussterbens sind.